Geschichte 1: Heizung kaputt im Winter. Hallo, hier ist Nina Berger, Wohnung 14. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Berger. Krüger von der Hausverwaltung. Was ist los? Es ist sehr kalt in meiner Wohnung, weil die Heizung seit gestern nicht mehr warm wird. Verstehe. Sind alle Heizkörper kalt oder nur ein Zimmer? Alle sind kalt. Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad. Haben Sie das Thermostat schon hochgedreht? Ja, ich habe 2 bis 5 ausprobiert. Es klickt, aber es bleibt kalt. Hören Sie ein Geräusch, so ein leises Fließen? Nein, es ist ganz still. Okay, dann prüfen wir ein paar Dinge. Es kann Luft im System sein. Kann ich etwas selbst machen? Ja, man kann entlüften. Wenn Luft drin ist, hilft das oft. Haben Sie einen Entlüftungsschlüssel? Nein, leider nicht. Ich bin neu hier, deshalb habe ich keinen. Kein Problem. Ich schicke einen Techniker, damit wir das schnell klären. Das wäre super. Wann kann er kommen? Heute zwischen 11 und 12 Uhr. Passt das? Ja, ich bin bis 13 Uhr zu Hause. Danach muss ich arbeiten. Gut, dann bleibt es bei 11 bis 12. Danke. Was soll ich bis dahin machen? Lassen Sie die Thermostate auf 3, damit kann er direkt testen. Okay, ich ziehe schon extra warm an. Deswegen rufe ich an. Das ist verständlich. Wenn es schnell geht, ist es mittags wieder warm. Ich hoffe es. Ich bekomme heute Abend Besuch. Falls es länger dauert, bringen wir ein Heizgerät, nur für den Notfall. Sehr gut. Muss ich etwas bezahlen? Nein, da es eine Störung sein kann, übernimmt das die Hausverwaltung. Super, dann bin ich beruhigt. Ich rufe kurz an, sobald der Techniker losfährt. Damit wissen Sie Bescheid. Vielen Dank, Herr Krüger. Gern, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Geschichte 2: Bankkarte gesperrt nach falscher PIN. Guten Tag, hier ist Jasmin Demir. Ich brauche Hilfe mit meiner Bankkarte. Guten Tag, Frau Demir. Lange vom Kundenservice. Was ist passiert? Meine Karte ist gesperrt. Ich habe 3-mal die falsche PIN eingegeben. Das kommt vor. Bleiben Sie ruhig. Ist es eine Girokarte oder Kreditkarte? Girokarte. Ich wollte im Supermarkt bezahlen, aber es ging nicht mehr. Verstehe. Haben Sie die Karte noch bei sich? Ja, ich habe sie in der Hand. Gut. Damit ich sie prüfen kann, brauche ich ein paar Daten. Können Sie Ihr Geburtsdatum nennen? Ja, 14. Juni 1997. Danke. Und Ihre Adresse? Sonnenallee 18, 12059 Berlin. Perfekt. Ich sehe die Sperre im System. Die Karte ist nach 3 Versuchen blockiert. Kann man sie sofort entsperren? Ich brauche Geld. Teilweise. Wenn die Karte nur wegen PIN gesperrt ist, können Sie sie am Geldautomaten wieder freischalten.
Wirklich? Wie geht das? Sie gehen zu einem Automaten unserer Bank, stecken die Karte rein. Dann wählen Sie PIN ändern. Ich muss die PIN ändern? Ja, denn die alte PIN ist gesperrt. Sie setzen eine neue PIN. Okay, ich habe Angst, dass ich wieder etwas falsch mache. Kein Problem. Nehmen Sie sich Zeit. Tippen langsam, damit es klappt. Und wenn es am Automaten nicht geht? Dann brauchen Sie eine neue PIN per Post oder Sie kommen in die Filiale. Wie lange dauert die Post? Meist 3 bis 5 Werktage. Deshalb wäre der Automat heute am besten. Ja, ich brauche es heute. Wo ist der nächste Automat? In Neukölln, Karl-Marx-Straße 72. Das ist nah bei Ihnen. Gut, kann ich bis dahin Geld abheben ohne Karte? Wenn Sie Mobile Banking haben, können Sie Geld abheben ohne Karte nutzen. Haben Sie die App? Ja, die App habe ich. Perfekt. Dort können Sie einen Code erstellen. Damit bekommen Sie Bargeld am Automaten. Oh, das ist praktisch. Das wusste ich nicht. Viele wissen es nicht, deswegen erkläre ich es gern. Danke. Und meine Karte ist sonst sicher? Ja, es ist nur eine PIN-Sperre. Aber ändern Sie die PIN und schreiben Sie sie nicht ins Handy. Ja, das mache ich. Ich merke sie mir. Sehr gut. Haben Sie noch Fragen? Nein, das hilft sehr. Vielen Dank, Herr Lange. Gern geschehen. Viel Erfolg am Automaten. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Geschichte 3. Internet-WLAN fällt aus. Hallo? Guten Abend. Spreche ich mit dem Internet-Support? Guten Abend. Ja, hier ist Frau Schmidt vom Support. Wie kann ich helfen? Mein WLAN ist weg. Seit einer Stunde geht nichts mehr. Verstehe. Leuchtet am Router noch etwas? Ja, die Powerlampe leuchtet, aber das WLAN-Symbol blinkt nur. Okay. Können Sie kurz sagen, welche Stadt- und Postleitzahl? Berlin 10115. Danke. Ich prüfe kurz eine Störung in Ihrer Gegend. Einen Moment. Ja, kein Problem. Ich sehe gerade keine große Störung. Deshalb schauen wir zuerst auf den Router. Okay, was soll ich machen? Bitte ziehen Sie den Stromstecker. Warten Sie 20 Sekunden. Dann stecken Sie ihn wieder ein. Alles klar, ich mache das jetzt. Gut, sagen Sie mir, wenn die Lampen wieder normal sind. Moment, Stecker ist raus. Ich warte. Danke. Viele Probleme lösen sich so, weil der Router sich neu verbindet. Okay, jetzt stecke ich ihn wieder ein. Perfekt. Es dauert ein paar Minuten, damit alles hochfährt. Ja, ich sehe jetzt Power und Internet blinkt. WLAN blinkt auch. Sehr gut. Haben Sie ein Handy neben sich? Ja, Öffnen Sie bitte die WLAN-Liste. Sehen Sie Ihr Netz? ja, ich sehe Emre Home, aber da steht kein Internet. Okay, dann testen wir das Kabel. Sitzt das LAN-Kabel fest im Router? Ich schaue. Oh, es ist ein bisschen locker.
Drücken Sie es bitte fest rein. So, jetzt sitzt es richtig. Super, warten Sie kurz. Oh, jetzt steht da nicht mehr kein Internet. Es lädt wieder. Sehr gut, deswegen war das Kabel wahrscheinlich das Problem. Das ist ja peinlich. Ich dachte, es ist eine Störung. Kein Thema, das passiert oft. Wenn es nochmal passiert, prüfen Sie zuerst die Kabel. Mache ich. Ich brauche das Internet für ein Meeting. Deshalb war ich gestresst. Verständlich. Ich empfehle auch, Router nicht hinter Möbeln, damit er nicht so heiß. Gute Idee. Ich stelle ihn gleich besser hin. Prima. Möchten Sie noch einen kurzen Geschwindigkeitstest machen? Ja, Turz. Ich öffne eine Seite. Es geht schnell. Alles okay. Perfekt. Dann ist das Problem gelöst. Vielen Dank, Frau Schmidt. Sie waren sehr geduldig. Gern geschehen. Einen schönen Abend noch. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Geschichte 4. Wasserschaden unter der Spüle. Hallo Ben, kannst du kurz helfen? Unter meiner Spüle tropft Wasser. Oh nein, bleib ruhig. Läuft der Wasserhahn noch? Nein, der ist zu, aber es tropft trotzdem. Da ist schon eine Pfütze. Okay, dann stoppen wir zuerst das Wasser. Siehst du unten 2 Ventile? Ja, eins für kalt und eins für warm. Dreh beide nach rechts, ganz zu, langsam, damit nichts kaputt geht. Moment, okay, beide sind zu. Es tropft weniger. Gut, stell jetzt einen Eimer drunter, damit fängt er den Rest auf. Ich habe einen Putzeimer, der steht jetzt darunter. Super, leg Handtücher auf den Boden, weil das Wasser sonst ins Holz zieht. Mache ich. Der Schrankboden ist schon ein bisschen feucht. Verstehe. Weißt du, wo es rauskommt? Am Siphon, glaube ich, an einer Verbindung. Möglich. Fass bitte nichts weiter an, denn wenn du etwas löst, wird es schlimmer. Ja, ich habe echt Angst. Wenn du mietest, ruf sofort die Hausverwaltung oder den Hausmeister an. Es ist Abend. Kommt dann jemand? Oft ja, deshalb heißt es Notdienst. Wasserschäden warten nicht. Okay, ich suche die Nummer. Mach vorher 2 Fotos, damit du später alles zeigen kannst. Gute Idee. Foto von der Pfütze und vom Rohr, ja? Genau, und lass die Schranktür offen, damit es trocknen kann. Ist offen. Noch etwas Wichtiges. Ist da eine Steckdose im Schrank? Ja, direkt rechts. Wenn Wasser in die Nähe kommt, schalte die Sicherung der Küche aus. Sicherheit zuerst. Warte, ich gehe zum Sicherungskasten. Okay, Küche ist jetzt aus. Sehr gut. Jetzt ruf an und sag, Wasserleck unter der Spüle, Ventile zu, Eimer drunter. Alles klar. Bleibst du kurz dran, bis ich jemanden erreiche? Natürlich, ich bleibe hier, damit du nicht allein bist. Danke, Ben. Geschichte 5. Rauchmelder piept nachts. Hallo, Frau Aydin. Entschuldigung, dass ich so spät klingele. Hallo, Lukas. Kein Problem. Was ist passiert?
Mein Rauchmelder piept. Immer wieder. Ich kann nicht schlafen. Piept er kurz und dann ist wieder Ruhe? Ja, genau. Ein Piepton, dann Stille, aber nach ein paar Minuten wieder. Das klingt nach einer leeren Batterie. Deshalb piepen viele Melder nachts. Ich hatte Angst, weil ich dachte, es brennt. Wenn es Rauch wäre, wäre es ein lauter Daueralarm. Das hier ist nur ein Warnsignal. Okay, was mache ich jetzt? Ich bin total müde. Wir lösen es schnell. Hast du einen stabilen Stuhl? Ja, soll ich ihn holen? Ja, bitte. Stell ihn sicher hin, damit du nicht fällst. Alles klar, ich stehe jetzt drunter. Kannst du den Melder drehen? Oft geht er mit einer Drehung ab. Moment, ja, er bewegt sich. Jetzt ist er ab. Super. Siehst du eine Klappe für die Batterie? Ja, da ist eine 9-Volt-Batterie drin. Hast du eine neue zu Hause? Nein, ich habe nur AA-Batterien. Deswegen kann ich es nicht sofort wechseln. Ich habe eine 9-Volt-Batterie. Ich gebe sie dir. Damit hast du jetzt Ruhe. Wirklich, das ist sehr nett. Kein Thema. Nachbarn helfen. Warte kurz, ich hole sie. Danke, ich muss morgen früh arbeiten, deshalb bin ich nervös. Verstehe ich. Hier ist die Batterie. Setz sie ein. Okay, drin. Soll ich testen? Ja, drück kurz den Testknopf, damit du sicher bist. Okay, kurz laut. Jetzt ist wieder still. Perfekt. Jetzt wieder an die Decke und festdrehen. Fertig und kein Piepen mehr. Sehr gut. Kauf morgen eine neue Batterie, damit du vorbereitet bist. Mache ich. Vielen Dank, Frau Aydin. Gern. Gute Nacht, Lukas. Gute Nacht. Geschichte 6. Mülltrennung im Haus. Hallo Oma, hast du kurz Zeit? Ich habe eine kleine Frage wegen dem Müllraum. Klar, Sabine, was ist los? Ich war gerade unten. Im Papiercontainer liegen viele Plastiktüten. Oh, meinst du, das war von mir? Ich bin nicht sicher, aber ich habe deinen Namen auf einem Paket gesehen. Ah, okay. Ich habe die Kartons weggebracht. Die Tüten waren drumherum. Verstehe. Das passiert schnell, wenn man es eilig hat. Ja, ich kam spät von der Arbeit, deshalb wollte ich nur schnell alles wegwerfen. Kein Stress. Ich sage es nur, damit wir keinen Ärger bekommen. Ärger? Was kann passieren? Wenn der Container falsch befüllt ist, nimmt die BSR ihn manchmal nicht mit. Oh, das wäre schlecht. Dann stinkt es hier. Genau. Und manchmal gibt es auch extra Kosten für das Haus. Das wusste ich nicht. In meinem alten Haus gab es nur Restmüll. Ja, in Berlin ist es streng. Papier ist nur Papier, ohne Plastik. Und was ist mit Pizzakartons? Gute Frage. Wenn sie sauber sind, ins Altpapier, aber wenn sie fettig sind, in den Restmüll. Ah, okay. Und Verpackungen von Joghurt? Die kommen in die gelbe Tonne, also Plastik und Metall. Ich habe manchmal Angst, es falsch zu machen.
Das geht vielen so. Deswegen hängt im Müllraum auch ein Plakat. Ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gelesen. Kein Problem, ich kann es dir kurz erklären. Danke. Was mache ich jetzt mit den Plastiktüten im Papiercontainer? Am besten holen wir sie raus, damit der Container morgen abgeholt wird. Okay, ich helfe. Wo kommen die Tüten hin? In die gelbe Tonne, wenn es Verpackungen sind, sonst Restmüll. Alles klar, ich habe heute Zeit. Wir machen das jetzt. Super, und keine Sorge, du hast es nicht extra gemacht. Danke, Sabine. Ich finde es gut, dass du freundlich sagst, was falsch war. So ist es leichter, denn wir wohnen zusammen. Genau, und ich lerne noch. Deshalb brauche ich manchmal Hilfe. Kein Thema. Wenn du willst, können wir nächste Woche kurz die Regeln durchgehen. Ja, gerne. Dann mache ich es sicher richtig. Perfekt. Komm, wir gehen runter. Geschichte 7. Putzplan im Treppenhaus. Hi Mara, hast du 2 Minuten? Es geht um den Putzplan. Hi Felix. Ja, sag ruhig. Im Treppenhaus ist es gerade ziemlich schmutzig, deshalb wollten mich 2 Nachbarn schon ansprechen. Oh, ich ahne es. Diese Woche bin ich dran, oder? Ja, Wohnung 6 steht auf der Liste. Stimmt. Ich wollte es gestern machen, aber mein Sohn hatte Fieber. Okay, das ist wichtig. Wenn ein Kind krank ist, hat man andere Sorgen. Genau, und dann kamen noch Überstunden dazu. Deswegen habe ich es verschoben. Verstehe. Ich wollte nur vermeiden, dass jemand sauer wird. Danke, dass du direkt mit mir sprichst. Manche lästern lieber. Ja, weil dann alles schlimmer wirkt. Ich möchte eine Lösung. Ich auch. Was schlagen wir vor? Erstens, wir können heute eine kleine Sofortlösung machen. Nur schnell kehren und wischen. Das schaffe ich. Wenn du kurz dabei bist, geht es schneller. Klar, ich helfe dir 10 Minuten. Super. Und zweitens? Zweitens, der Plan ist zu streng. Jede Woche ist für manche schwer. Ja, vor allem wenn man Schichtarbeit hat. Genau, vielleicht machen wir jede Wohnung alle 2 Wochen. Damit ist es entspannter. Gute Idee. Oder man kann tauschen, wenn man krank ist. Ja, dann schreibt man kurz an die Person nach einem, damit niemand überrascht ist. Wir brauchen aber einen Weg zum Schreiben. Wir könnten eine kleine Liste mit Telefonnummern machen, nur freiwillig. Ja, aber ohne Druck, sonst fühlt sich das komisch an. Einverstanden. Und wir hängen einen Zettel hin. Bitte melden, wenn Tausch nötig ist. Das klingt fair. Dann machen wir jetzt kurz sauber, damit es heute wieder okay ist. Ja, ich hole Eimer und Putzmittel. Ich bringe Besen und Kehrblech. Danke, Felix. Ich war wirklich gestresst. Kein Problem, wir lösen das zusammen, denn wir wohnen hier alle. Geschichte 8. Fahrrad im Keller gestohlen. Hey Timo, kannst du bitte kurz kommen? Ich war gerade im Keller. Mein Fahrrad ist weg. Was? Echt jetzt? Bist du sicher? Vielleicht steht es woanders. Ich habe alles abgesucht.
Es war immer am gleichen Platz, neben dem Regal. Aber da ist nur noch das kaputte Schloss. Oh nein, das ist ein klares Zeichen. Deshalb glaube ich, es wurde gestohlen. Ja, ich bin so wütend und auch traurig, weil ich jeden Tag damit zur Arbeit fahre. Verstehe ich. Atme kurz. Dann machen wir Schritt für Schritt. Hast du ein Foto vom Fahrrad? Ja, ich habe eins auf meinem Handy und die Rahmennummer steht auf der Rechnung. Perfekt. Damit kannst du eine Anzeige machen. Am besten heute noch online. Geht das online? Ich dachte, ich muss zur Polizei. In vielen Fällen geht es online. Wenn du willst, helfe ich dir beim Formular. Danke. Soll ich auch die Hausverwaltung informieren? Ja, unbedingt, damit sie wissen, dass jemand im Keller war. Vielleicht ist die Tür nicht richtig zu. Stimmt, die Kellertür fällt manchmal nicht ins Schloss. Genau, deswegen könnten Sie den Schließer einstellen lassen. Und was ist mit den Nachbarn? Wir können einen Zettel ans schwarze Brett hängen, kurz und sachlich. Ja, ohne Drama. Nur Fahrrad gestohlen, bitte Keller abschließen. Genau, und frag, ob jemand etwas gesehen hat. Denn manchmal hört jemand Geräusche. Ich war gestern Abend kurz unten. Da waren 2 fremde Leute im Flur. Echt? Das ist wichtig. Schreib das in die Anzeige, damit die Polizei einen Hinweis hat. Okay, ich erinnere mich an eine rote Jacke, mehr nicht. Das reicht als Anfang. Hast du eine Versicherung? Hausrat vielleicht? Ja, ich glaube schon, aber ich weiß nicht, ob Fahrraddiebstahl drin ist. Schau in die Unterlagen. Wenn es drin ist, brauchst du die Anzeigenummer. Alles klar, ich fühle mich gerade so unsicher im Haus. Das ist normal. Deshalb machen wir jetzt 2 Dinge: Anzeige und Info an die Hausverwaltung. Und dann ein besseres Schloss, damit es nicht wieder passiert. Genau. Komm, wir gehen hoch. Du machst die Anzeige und ich helfe dir dabei. Danke, Timo. Es hilft, dass ich nicht allein bin. Geschichte 9. Nebenkostenabrechnung klären. Hi Clara, hast du kurz Zeit? Ich habe heute die Nebenkostenabrechnung bekommen. Hi David. Klar, ist etwas komisch? Ja, total. Ich soll 320 € nachzahlen. Das ist viel. Oh, wenn es so hoch ist, lohnt es sich zu prüfen. Was steht genau drin? Heizung, Wasser, Hausstrom, Müll, alles. Aber die Heizkosten sind viel höher als letztes Jahr. Hast du mehr geheizt? Nicht wirklich. Ich war sogar 2 Wochen weg. Deshalb verstehe ich es nicht. Okay, erstmal keine Panik. Du musst nicht sofort zahlen, wenn du Zweifel hast. Wirklich? Ich dachte, ich muss sofort überweisen. Nein, du kannst schriftlich um Prüfung bitten. Damit ist es offiziell. Gut. Und wie mache ich das richtig? Schau auf die Frist. Meist hast du 30 Tage für die Zahlung, aber Einwände gehen oft länger. Hier steht, bitte bis zum 15. März zahlen. Okay, dann schreib heute oder morgen eine kurze Mail an die Hausverwaltung. Was soll ich schreiben? Kurz, ich bitte um Einsicht in die Belege zur Abrechnung. Damit können Sie dir Rechnungen zeigen.
Muss ich dafür extra bezahlen? Meist nicht. Manchmal kostet Kopieren etwas, aber Einsicht ist dein Recht. Okay, und worauf soll ich achten? Erstens, stimmen die Quadratmeter, denn danach wird oft verteilt. Da steht 58 Quadratmeter. Das stimmt. Zweitens, ist der Zeitraum korrekt, also Januar bis Dezember? Ja, 01. bis 31.12. Drittens, Heizkosten. Gibt es Zählerstände? Ja, hier steht ein Verbrauchswert, aber ich kenne die Zahl nicht. Wenn du einen Ablesezettel hattest, vergleiche oder frag nach dem Protokoll. Ich glaube, ich habe eine Mail vom Ablesedienst. Perfekt. Und noch etwas. Gab es eine Preiserhöhung für Energie? Stimmt, das kann sein. Deswegen könnte es teurer sein, auch ohne mehr Heizen. Genau. Trotzdem lohnt sich die Prüfung. Fehler passieren. Soll ich die Nachzahlung erstmal gar nicht zahlen? Frag in der Mail nach einer kurzen Fristverlängerung, damit du in Ruhe prüfen kannst. Gute Idee. Ich will höflich bleiben. Ja, freundlich ist besser, denn du brauchst ihre Kooperation. Danke, Clara. Ich schreibe die Mail jetzt gleich. Mach das. Wenn du willst, lese ich sie danach kurz gegen. Sehr gerne. Das hilft mir. Geschichte 10. Schimmel im Bad vermeiden. Hey Jonas, hast du kurz Zeit? Ich habe ein Problem im Bad. Klar, Melina. Was ist los? Ich glaube, an der Ecke über der Dusche kommt Schimmel. Es sind so kleine schwarze Punkte. Oh nein. Seit wann siehst du das? Seit ein paar Tagen. Erst war es nur ein kleiner Fleck, aber es wird mehr. Okay, Panik bringt nichts. Wir schauen logisch. Lüftest du nach dem Duschen? Manchmal, aber oft bin ich morgens spät dran. Deshalb mache ich die Tür nur kurz auf. Das ist genau das Problem. Im Bad bleibt dann die Feuchtigkeit. Ich weiß, das Fenster ist auch klein, deswegen trocknet es langsam. Wenn du duscht, mach danach sofort das Fenster ganz auf. 5 bis 10 Minuten reichen oft. Auch im Winter? Es ist dann so kalt. Ja, kurz ist okay. Stoßlüften ist besser als Kippen. Damit geht die feuchte Luft schnell raus. Und was ist mit Heizen? Ich spare gern. Heizen hilft trotzdem. Wenn es zu kalt ist, setzt sich Wasser an die Wände. Ah, also warm halten, damit es trocken bleibt. Genau. Und du kannst nach dem Duschen die Fliesen abziehen mit so einem Duschabzieher. Den habe ich nicht. Dann nimm ein Handtuch. Das dauert 2 Minuten. Deshalb lohnt es sich. Okay, und wie mache ich den Fleck weg? Erst vorsichtig reinigen mit Schimmelentferner oder Alkohol, aber bitte mit Handschuhen. Ich habe Handschuhe. Und Maske? Eine einfache Maske ist gut, weil du nichts einatmen willst, Fenster dabei offen. Alles klar. Trotzdem frage ich mich, ist das meine Schuld? Nicht nur, manchmal ist die Wand schlecht isoliert, deshalb solltest du den Vermieter informieren. Ja, damit er es weiß und später niemand sagt, ich hätte nichts gemeldet.
Genau, schreib kurz und sachlich, Foto dazu. Kannst du mir helfen mit dem Text? Klar, schreib, ich habe Schimmel im Bad entdeckt, bitte um Prüfung. Und ich schreibe auch, dass ich regelmäßig lüfte, damit es fair ist. Gute Idee. Und sag, seit wann du es siehst. Okay, ich mache jetzt ein Foto und schreibe gleich. Super, wenn du willst, komme ich kurz rüber und schaue mit. Ja, bitte, dann bin ich sicher. Ich bin in 5 Minuten da. Danke, Jonas, das beruhigt mich sehr. Das sind die wichtigsten Wörter aus der heutigen Folge. Bitte liken Sie unser Video, das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.